League of Legends, ein kompliziertes Strategiespiel, das ist seine Welt. Christoph Seitz alias N-Rated ist bei SK Gaming unter Vertrag, eines der besten Teams Europas. Wie viel der 23-jährige Deutsche verdient, darf er nicht sagen. Fest steht, als Profi kann er von seinem Vollzeitjob sehr gut leben. Der Einsatz ist hoch. Man kann davon ausgehen, dass es zwischen 8 bis 12 Stunden im Normalfall sind, aber vor größeren Turnieren sind es auch gerne mal 14, 16 Stunden, wo man dann wirklich am Tag eben die minimale Schlafdosis bekommt und quasi nur kurze Pausen für Essen macht und ansonsten eigentlich nur spielt und versucht sich zu steigern, bis man wirklich an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, bis zur Perfektion. Viele Spieler können sich nur wenige Jahre an der Weltspitze halten. Neben Teamgeist und Talent zählen auch eine gute Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit. Die fördert der britische Trainer Joey Eloisi. Es hört sich vielleicht einfach an, aber wenn man mehrere Knöpfe auf der Tastatur gleichzeitig drücken muss, dann löst das verschiedene Prozesse in deinem Gehirn aus. Und das über einen langen Zeitraum. Das erfordert höchste Konzentration. In den USA gehören E-Games längst zum Volkssport. Die Robert Morris University in Pennsylvania vergibt sogar Sportstipendien an talentierte Spieler. Viele werden gefeiert wie Popstars. Sie treten in Wettkämpfen gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt an. Weltweit finden League of Legends Turniere statt. Dabei geht es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Herbst. Bei den Wettbewerben treten die besten Clans gegeneinander an. Darunter auch Christoph Seitz und sein internationales Team. Die Lagebesprechung vor jedem Wettkampf. Es geht um die Anerkennung in der Szene und um Preisgelder in Millionenhöhe. Für die 19- bis 24-jährigen Spieler Anreiz und Belastung zugleich. Sportpsychologe Lukas Schenke hilft der Mannschaft, mit dem Leistungsdruck umzugehen. Dann geht es halt auch viel darum, bei Siegen zu gucken, warum haben wir gewonnen und bei Niederlagen auch, wieso haben wir verloren und dann eine gute Attribution zu bekommen. Das heißt, eine gute Ursachenzuschreibung zu bekommen, die auch realistisch ist und die auch möglichst objektiv ist, sodass die Spieler das selber kontrollieren können. Nur noch wenige Sekunden bis zum Spiel. Auf der Bühne geben die Spieler von SK Gaming alles, vor mehreren hundert Zuschauern. Per Livestream sind weitere Hunderttausende League of Legends Fans zugeschaltet. SK Gaming finished the game decisively. Congratulations, SK. Noch kann Christoph Seitz seinen Erfolg genießen, doch er zählt bereits zu den älteren Spielern. In 1 bis 2 Jahren, schätzt er, wird seine Profikarriere vorbei sein. Für den Abiturienten aber kein Grund zur Sorge. Falls ich ein Studium danach anstrebe oder auch weiter meinen Beruf hier in diesem Feld wähle, in der Szene wähle oder für einen Hardwarehersteller arbeite, da gibt es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich mache mir da momentan nicht so viel Gedanken, denn ich muss mich darauf konzentrieren, was ich momentan mache, denn es ist sehr anstrengend und sehr stressig und das alles zu bewältigen, das braucht meine ganze Aufmerksamkeit. Christoph Seitz hat schon das nächste Ziel vor Augen. Er will mit seinem Team im Herbst an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Shift meint ein Knochenjob auf Knopfdruck.